Okay, Baba, hast du Bock auf ein anderes Video noch? Ja, das hat mich jetzt richtig teilweise geärgert. Okay, ich habe wieder eine potenzielle Immobilie rausgesucht, Baba. Also wirklich, das ist dann Okay, die Creme de la Creme. Wirklich. Wir können uns auch ab und zu mal geile Autos angucken. Boah, ja, super, ging's. Aber neue Modelle. Die S-Klasse ist ja jetzt voll auseinandergenommen von jedem. Boah. Inside 56 Million Bel Air Mega Mansion. Aber lass uns doch mal ein paar Villen angucken, die erreichbar sind. So 2-3 Millionen. Das sind dann nicht so richtig krass. Aber das ist wie eine Schule. Mama, guck mal, das ist wie eine Schule, eine Behörde. Aber unser Ordnungsamt ist nicht mal so groß. Unser Rathaus ist nicht mal so groß. Das ist wirklich riesig. Gibt es hier noch bezahlbar? Eine Million ist auch schon. Nein, krass, warum? Eine Million ist doch jetzt keine große Sache. Ich meine jetzt für den Otto-Normalverbraucher, weißt du? Normalverdiener ist das auch, aber der zahlt dann ein ganzes Leben lang noch das Haus ab. Und wird es nie abbezahlen wahrscheinlich, aber der kann sich 1-2 Millionen holen. This is what 1 million buys you in New York City. Was kriegst du für eine Million in New York City? Da kriegst du nichts Vernünftiges. Für eine Million in New York? Da kriegst du 50 Quadratmeter Wohnung. In New York? In New York. 50 Quadratmeter, mehr kriegst du dort nicht, würde ich sagen. Scheiße. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay, mal gucken, ob uns dieser Schnauzbart-Typ immer zeigen kann. This is what $1 million buys you in New York City. One of the most frequent questions I get asked in this series. Leider. Ich wäre dieses Jahr hingegangen. Ich hätte New York City gesehen. Du wärst ja ein Jahr lang jetzt dort gewesen. Corona hat. Also ich bin glücklich darüber, dass du bei mir geblieben bist. Aber wir haben auch viel erreicht. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre es eine Riesenerfahrung für dich gewesen. Ich hätte es dir extrem gewünscht. Aber sobald Corona hier endlich weg ist von aus unserem Leben, dann besuchen wir einmal New York City. Weil ich glaube, New York City ist sowas Extremes wie Istanbul halt. Ne? Alleine schon, dass auf der anderen Seite der Welt ist. Ja, das ist doch jetzt kein Argument, Alter. Trotzdem, ich finde das cool. Viele Städte sind am Ende an der anderen Seite der Welt, das würdest du sagen. Ne? Aber New York, Alter, das ist New York. Keine Ahnung. New York ist wild. Wild. Nee. Is to showcase more realistic and affordable luxury places in the city. In this series, we have toured some of the most expensive real estate in the United States. I'm talking properties that are out of reach for even the 1%. In this video, sponsored by Best Buy, I'm going to take you on a Ring Beste, ja, wir haben auch einen Ring, ne? Diese Kamera-Dings. Klingeln. Gute Investition, kann ich jedem empfehlen. Ring ist Beste. tour of what you can buy for $1 million in New York City. The average price for a home in America is just around $200,000. While here in So ein Haus kostet 200.000? Ja. Du kriegst sogar in einigen Vororten und so solche Häuser für 100.000, 50.000, 60.000. Ja. Richtige Villen. Das sind ja schon jetzt mal Villen. Guck mal, was wird das in Deutschland wert sein? Alter. Eine halbe Million. Oh mein Gott, okay. Lass mal nach Amerika und sind da viel günstiger, ja? Average price for a home in America is just around $200,000. Hammer. While here in Manhattan, the median price for a one-bedroom apartment recently reached near Wir reden über ein Schlafzimmer, ne? $1 million. So while this is expensive for the majority of the country, here in Manhattan, $1 million is as close to realistic as you can get for buying an apartment. We're walking up to the apartment now, which is located on the border of Murray Hill and Midtown. This neighborhood is definitely one of the more affordable in New York City. There's tons of families that live here. It's relatively quiet, but on the other hand, there's tons of bars and restaurants right nearby. This is the front door entranceway, and we're actually going to take the stairs up to the Das kriegst du für eine Million? Ja, warte doch apartment. Mann, das ist nur der Eingang, Mann. Das ist jetzt nur Werbung. Die eigentliche Immobilie kommt jetzt gleich. Ey, ich sehe schon, das wird eine böse Enttäuschung, ja. Ich habe jetzt von was richtig krassem Wie viel kriegst du denn was richtig krasses dann in New York? Ah, das ist einfach so. Das ist New York, der Choke-Habe. Wie der Manhattan hier, ne? Ja, echt. Das ist wie, du wohnst am Kröpke. Es gibt vielleicht Ghetto-Orte, ne? Da kriegst du es vielleicht für günstig, aber nächste wie bakalım, ey, wir sind nur am Bieren. This building does not have an elevator. This apartment was actually built in the 1920s. And most apartments 1920s. Es ist in den 20ern gebaut. Darum, Holz, achso, nee.
Also in Deutschland ist es so, wenn du Holztreppen hast im Flur, dann kannst du davon ausgehen, dass das vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Warum? Ist so, vor dem Zweiten Weltkrieg hat man die Treppen aus Holz gemacht und dann sind die erst aus Metall geworden. Voll komisch. Apartments from this era do not have elevators. And luckily for me today, this apartment is on the top floor. I'm actually getting kind of winded. And another thing this apartment does not have is a doorman. And that's something you won't typically get with a more affordable apartment. Now entering the apartment, we have a large open floor plan with 11-foot tall ceilings and that classic New York City exposed red brick. Like I said earlier, this building Ja, es sieht chillig aus, aber es sieht nicht nach einer Million aus. is an older building. You definitely get that New York City heritage feel when you walk in this room. Right off of the entryway, we have the kitchen. And now this is a pretty great sized kitchen for a New York City apartment. It's also important to note that this kitchen was recently gut renovated and it has all brand new stainless steel appliances. Especially in this price range, renovations are one way to definitely increase the value of your apartment if you're looking to sell it in the near future. And I have to say, one of the most unique things about this kitchen is having a dishwasher built in. If you live in the city and you live in an older building, you know having a dishwasher, that is... Das ist doch voll die Standardausrüstung. Also das was Besonderes wäre. considered luxury in New York City. Moving on from the kitchen, we're gonna head over to the living room and dining room, which takes up the majority of the space on the first floor. As you can see, this apartment is one giant open floor plan, but it's segmented out by the furniture to carve out different areas in such a large room. Here we have the traditional living room layout with this large leather couch up against the wall, coffee table right in front, and the couch faces one of the more unique features of this apartment, a working wood-burning fireplace. With these Wie geht denn das in so einer Wohnung? Ja, warum nicht? Okay, aber der ist auch ganz oben, muss man dazu sagen. Ne? older buildings, you might have to do a little bit more work as far as renovations go, but you can't replace that classic New York charm. This is authentic New York City living. And then of course, above the fireplace, we have a large TV, perfect for entertaining your guests. The total square footage on this first floor is just about 500 square feet. As you know, living in the city, every square foot counts, and this apartment does a fantastic job Der übertreibt utilizing jetzt the so, oder? Also, mach mal schneller. space from many different areas. So Against genau the will ich's wall, eigentlich gar nicht right wissen. off of these cabinets, we have the bathroom. This bathroom is still under renovation. Recently, there was a glass Ja, Wallah, was ist das denn? Voll kacke. shower put in, brand new tiling. We also have a washer and dryer built into the bathroom. Most apartments Ach, gibt es sowas? So ein 2-in-1 Trockner und Waschmaschine? Ja. Okay, müssen wir mal holen. Wir haben so ein 2-in-1-Ding, Alter, so übereinander gestapelt. Ja, das hat aber Nachteile. Wir wollten wir eigentlich holen, weil wir den Trockner jetzt tauschen wollten, aber wir haben dann erfahren, dass das jetzt nicht so Hat nicht dieselbe Leistung. optimal ist. Ja, es gibt Nachteile. Ist ja klar, wenn du mehrere Geräte in einem hast, dann verzichtest du einfach auf bestimmte Leistungsmerkmale oder Funktionen. you have to either go downstairs to a basement to do your wash or send it out somewhere in the city. Mama, Having your Marvin, laundry, Mama, having a vorne. spiral staircase in your apartment, Weiter. staircase, and I think they look pretty cool. And the staircase goes up. Guck mal, to the das Ding hat second nur 2 Zimmer. Der ist mir in 2 Zimmer und eine Mag Toilette. ein Wohnzimmer, die Küche ist im Wohnzimmer gleich drin und du hast ein Schlafzimmer. Und das kostet 1 Million. Voila. Das kostet eine scheiß Million. floor master bedroom apartments in your apartment. Again, speaking of space, the master bedroom has this custom closet schlecht with aus, these ne? Kann two man jetzt nicht very sagen. large sliding barn doors. I think Aber it's a nice trotzdem, wie viel touch. And then Quadratmeter over sind das? Der Das sind Preis enttäuscht of mich. apartment Wallah, you're das living in deprimiert is mich definitely a irgendwie. luxury, especially if you have a view like this one behind Aber me. das ist It cool. definitely adds a certain ambiance. You Irgendwann can kannst du come das auch out nicht here at sehen. night, Jeden Tag diese Steingebäude. have dinner with friends. It is a decent size outdoor space to have apartments. Lass uns mal has not ein paar one, Millionen especially at Häuser this in second Deutschland oder rooftop. sowas uns angucken. Okay. Was bekommt man für ein paar Millionen?